Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Masters of Albion in den Early Access gestartet, Soul Mask verkauft sich über 1 Million Mal, Ubisoft verschiebt Anno DLC kurzfristig, Dungeon Keeper 3 aka War for the Overworld mit Grafik-Update, erster Gameplay-Teaser zu Tropico 7 und Sudden Strike 5 startet stark. Also schnell noch auf den Abo-Button hämmern und dann geht's los. Einst mit Spielen wie Dungeon Keeper und Theme Park zur absoluten Legende aufgestiegen und dann mit Rohrkrepierern wie Curiosity und Godos wieder hart auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen. Peter Molyneux hat in seiner langen Karriere in der Gaming-Branche alles mitgemacht und möchte sich jetzt mit Masters of Albion, was quasi ein Mix aus seinen größten Hits darstellen soll, im Alter von 67 Jahren in die Rente verabschieden. Masters of Albion ist mit dieser schweren Bürde, aber vielen Ambitionen, diese Woche in den Early Access gestartet und möchte dem Genre der Götterspiele zu einem Comeback verhelfen. In Masters of Albion baut ihr im Prinzip tagsüber eure Siedlung auf, um euch dann nachts gegen Untote und Monster zu verteidigen. So ganz rund scheint es aber auch hier noch nicht zu laufen. So kämpfen die Spieler aktuell vor allem mit krassen Performance-Drops, die sogar auf High-End-Hardware auftreten, aber auch schon als Prio 1 für den ersten Patch adressiert wurden. Auch sind die Verkaufszahlen laut SteamDB mit maximal 10.000 bisher für so ein Projekt eher überschaubar, aber waren dank angebrachter Skepsis gegenüber Molyneux wohl auch so zu erwarten. Potenzial ist aber da, weswegen ich den Titel für euch weiter verfolgen werde. Wer noch unsicher ist, kann aber wohl getrost noch das ein oder andere Update abwarten. Mit Soul Mask ist den Campfire Studios ein richtiger Survival-Kracher gelungen, welcher vergangene Woche nicht nur krasse 1 Million Kopien verkaufen konnte, sondern jetzt auch endlich den Early Access verlassen hat. In Soul Mask gelangt ihr in den Besitz einer mysteriösen Maske, die euch besondere Kräfte verleiht, aber euch dann auch in eine gigantische Open World entlässt, in der ihr von Bauprojekten wie Luftschiffen und Quests nur so erschlagen werdet. Ihr könnt ja auch ganz frei wählen, ob ihr lieber der Typ Survival, Einzelgänger oder Stammesmanagement-Spieler seid, der sich aufs Bauen und Kreieren konzentriert. Auch wenn Soul Mask seinen Reiz sicher vor allem aus dem Koop zieht, können Solisten hier natürlich auch auf meinen Partner Xmod zurückgreifen, mit welchem ihr das Spiel zu euren Gunsten manipuliert. Gerade wenn ihr einfach nur eine Runde bauen wollt, könnt ihr euch so zum Beispiel unverwundbar machen oder eure Inventargegenstände auf unendlich stellen. Einfach mal ausprobieren und falls es euch gefällt, mit meinem Code ZL65 spart ihr 35%. The heart of the Empire is stifling. Ich habe schon des Öfteren gelesen, dass es teilweise gar nicht gut ankommt, dass Creator Spiele schon Wochen vor Release erhalten und so bis zum Start schon so ziemlich jedes Detail ins Internet geballert wurde. Da Karma aber bekanntlich eine Bitch ist, mussten viele dieser Vorab-Gamer, wie auch die Presse, defekte Speicherstände in Anno 117 Pax Romana hinnehmen, die so teilweise ihren kompletten Fortschritt verloren haben. Da Ubisoft nicht in der Lage war, diese Lücke vor DLC-Start zu schließen, mussten sie jetzt Update 1.5 samt Verheißung des Vulkan-DLC auf den 30. April eine Woche nach hinten verschieben. Den DLC habe ich euch hier schon ausführlich in den letzten Anno-News vorgestellt, schaut da also gerne auch mal rein. Erfreulicher hat sich Anno 117 jetzt aber offiziell schon über 1,17 Millionen Mal verkauft und reiht sich damit wie gewohnt in die super erfolgreiche Anno-Serie ein. Oh, that? It's fine. You can take it from here.
It is time, Underlord. Your dungeon yearns to be rebuilt, and the minions of the deep all long for blood to be spilt once again. Da wir es gerade schon vom Dungeon Keeper-Schöpfer Peter Molyneux hatten, gibt es hier die perfekte Überleitung zu einem Spiel, mit dem er gar nichts zu tun hat, welches aber als offizielles Dungeon Keeper 3 gesehen werden kann. War for the Overworld ist im Grunde auch schon wieder über 10 Jahre alt, was die Devs aber nicht davon abhält, weiterhin Patches für den Dungeon Keeper Simulator zu veröffentlichen. So richtig abgeholt hat's mich ja nie, aber ich hab's immerhin komplett durchgespielt, was ja auch was Positives bedeutet. Oder so. Jedenfalls ist diese Woche Patch 2.1.4 erschienen, der dem Titel neue Händeskins spendiert und nochmals die Grafik aufpoliert. So haben vor allem die Geisterkammer und die Arena ein Grafik-Overall erhalten, die besser zur allgemeinen düsteren Stimmung passen sollen. Zudem wurden einige Einheiten mit einem neuen Shader versehen, wie man hier am Hexendoktor demonstriert. Denn durch den neuen Shader laufen einige Monster nicht mehr wie dauerhaft von einem imaginären Flutlicht bestrahlt durch die Gänge. Neben einigen Performance-Verbesserungen wurde dann auch noch kurzerhand ein Bundle mit Masters of Albion angeboten und damit schließt sich der Kreis wieder zu Peter Molyneux. The Undergames. So, raus aus dem Keller, rein in die Karibik. Denn nachdem wir vor kurzem einen ersten Teaser zu Tropico 7 erhalten hatten, hat die Wirtschaftssimulation um El Presidente nun mit einem weiteren nachgelegt. Im neuen Material gibt es einen ersten Blick in das neue Terraforming-Feature, mit dem ihr relativ einfach ganze Berge versetzen können sollt. Außerdem ein bisschen Gebäudebau und Feldwirtschaft plus Straßenbau. Tropico 7 soll noch dieses Jahr erscheinen und ist dann neben dem PC auch für PlayStation und Xbox verfügbar, übrigens auch im Game Pass. Soldiers, the hour has come. Zum Abschluss dann noch was Erfreuliches, denn das diese Woche gestartete Sudden Strike 5 scheint richtig gut geworden zu sein. Der 5. Teil der Weltkriegssimulation bietet euch 25 Missionen mit über 300 möglichst authentischen Einheiten, die sich auf 110 Infanterie und 190 Fahrzeuge verteilen. Wahlweise kämpft ihr auf Seiten der Westalliierten, der Sowjetunion oder der Achsenmächte, während ein paar neue Features ins ATS gerutscht sind. So lassen sich zum Beispiel Pontonbrücken über Flüsse errichten, Verstärkung über See- oder Schienenwege ordern und groß angelegte Manöver dank neuer Übersichtskarte organisieren. Die ersten Steam-Rezensionen gehen aber stark auseinander, was ich ehrlich gesagt nicht so richtig deuten kann. Vom Mega-Hype über Abgefeiere bis hin zur tiefen Enttäuschung ist alles dabei. Von daher bei Interesse einfach mal die neue Demo ausprobieren und dann natürlich auf die günstigere Instant Gaming Version zurückgreifen. Link dorthin, wie immer oben im i, sowie in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, euch ein schönes Restwochenende und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Video. Stand firm and move forward upon your great and noble mission.